Also, auf Reddit ist vor kurzem etwas relativ viral gegangen und ich habe das jetzt mittlerweile auf so vielen anderen Plattformen gesehen und ihr habt mich A dazu gefragt, ey, wie mache ich das? Und B habt ihr mich dazu gefragt, ey, hast du das schon gesehen? So, und ich deliver natürlich. Es geht um QR-Codes, die keine reinen QR-Codes mehr sind, sondern richtig, richtig sweet aussehen. Das ist eine Kubismus-Stadt, ein Kubismus-Painting von einer Cyberpunk-Stadt als Concept Art. Und beide QR-Codes sind zumindest mit meiner Kamera scannbar. Also das der braucht vielleicht ein bisschen länger, aber dafür sieht es unfassbar viel geiler aus. Und ich werde euch heute mal zeigen, wie man das mit Stable Diffusion komplett gratis bei sich zu Hause auf dem eigenen Rechner machen kann und welche Netze und Einstellungen ich dafür benutzt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, zuerst mal brauchen wir natürlich Stable Diffusion. Ich habe das schon mal gezeigt, deswegen mache ich es jetzt sehr, sehr kurz. Wir gehen auf Automatic 111 und der hat eine Stable Diffusion Web UI. Die benutzen wir, weil es einfach angenehmer ist, als das Ding immer über Code laufen zu lassen. Das Ganze können wir relativ simpel herunterladen. Ich skippe jetzt mal den Schritt Python installieren, ist hier verlinkt. Ich skippe auch den Schritt Git installieren. Den Rest machen wir kurz zusammen, weil ich selber nicht mehr die neueste Version habe. Das heißt, wir gehen hier einmal kurz her. Ihr seht, ich habe schon ein paar Mal eine neue Version gebaut. Ich mache mal hier Old 2 rein. Dann Großschreiben, Rechtsklick. PowerShell-Fenster hier öffnen und wir kopieren uns buchstäblich einfach diesen Schritt hier in unsere PowerShell und führen das einfach hier drin aus. So, und los geht's. Wenn wir das gemacht haben, sieht das Ganze wieder so aus. Jetzt müssten wir hier in dem Ordner, den wir es ausgeführt haben, Stable Diffusion Web UI stehen haben. So, und hier drin gibt es eine WebUI.bat. Die wollen wir ausführen. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal Stable Diffusion Web UI. Genau da wollen wir hin. Hier können wir mal ein ls ausführen. Dann sehen wir hier die WebUI.bat. Und die können wir ganz normal ausführen, indem wir hier einfach, wo steht's, WebUI.bat ausführen, vom Windows Explorer als normaler User, nicht als Administrator, ist wichtig. Das heißt, wir sagen hier einfach mal WebUI.bat. So, und dann lädt das Ding im Hintergrund alles runter, was wir brauchen. Es erstellt uns eine virtuelle Umgebung für Python, muss euch alles nicht sagen, aber damit laufen wir quasi da durch. So, und ja, jetzt brauchen wir hier noch Torch Version 2.0.1, die lädt es mir dann auch noch runter. In dem Fall glaube ich sogar für die CPU. Naja, das muss ich nachher wieder fixen. Okay, ihr wundervollen Menschen, nach einer gewissen Zeit, bei mir waren es 1,5 Stunden ungefähr, sollte das Ganze mal durchgelaufen sein. Das ist nur das erste Mal, wenn ihr das startet und danach müsst ihr das nicht nochmal machen. Das hat halt alle Abhängigkeiten installiert. Also ihr habt jetzt quasi Torch in einem, also diese KI-Bibliothek von Facebook, habt ihr in einem separaten Verzeichnis quasi installiert. Egal, ob ihr es schon mal hattet oder nicht, das läuft jetzt bei euch quasi da drin. Ja, das dauert eine Weile. Da musste das Standardmodell erstmal runtergeladen werden, damit ihr überhaupt was machen könnt. Und ja, irgendwann sollte hier unten sowas stehen wie Model Loaded in einer gewissen Zeit und so weiter und so fort. So, und dann habt ihr hier oben einen Link. Also 127.0.0.1 ist Localhost, sprich, es läuft nur bei euch auf dem Rechner, sonst nirgends. Aber ihr könnt das trotzdem im Browser aufmachen und Port 7860 ist, glaube ich, der Standardport. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir das hier starten. Jetzt wollen wir das aber noch nicht benutzen. Also das ist die neue Version. Ich mache das mal hier kurz so, dass ihr das auch sehen könnt. Und ja, wir müssen natürlich gleich noch einen QR-Code erstellen, deswegen ist die Seite im Hintergrund offen. So, jetzt läuft das zwar bei uns und wir könnten es jetzt auch schon benutzen, aber wir sollten nicht unbedingt das Standardmodell hierbei benutzen, sondern ich benutze eigentlich dafür ein anderes. Das hat mir jemand von euch tatsächlich geschickt. Vielen Dank dafür. Und zwar ist dieses, also ganz kurz dazu, ne, es gibt 3500 und mehr Modelle von Stable Diffusion, die von Leuten wie euch trainiert wurden auf eigenen Bildern und die dann halt besonders gut in manchen Sachen sind. Manche sind gut in dem Fall Anime, Fotorealismus, weibliche Darsteller, Artstyle, Game Character und noch 3 andere. Andere sind scheinbar ganz gut in anderen Dingen. So, das Ghost Mix Modell hier soll allerdings auch ganz gut sein für die QR-Codes. Und deswegen hat es auch eine unfassbar hohe Bewertung. Und deswegen vielen Dank für das Zuschicken dieses Modells, auch wenn es noch nicht so unfassbar viele Downloads hat. Es ist hilfreich. So, ihr könnt hier einfach auf Download klicken.
Und dann bekommt ihr in eurem Verzeichnis, also da, wo ihr es halt speichert, bekommt ihr eine Datei. Ich zeige euch die mal ganz kurz, und zwar GhostMix V20, in meinem Fall jetzt gerade bakedvae.safetensors. Das ist das Modell, das hier quasi GhostMix heißt. Die speichert ihr, jetzt kommen wir hier nochmal kurz zurück, in Stable Diffusion, Web UI und dann in Models und dann in Stable Diffusion. Die anderen bitte alle ignorieren einfach. Ja? So, und dann kann ich das hier quasi benutzen. So, und dann müsst ihr einmal kurz hier das Ganze beenden, also Steuerung C drücken zum Abbrechen, dann einfach nochmal starten. Und dann habt ihr das Modell in eurem in eurem Stable Diffusion Web zur Verfügung. Und hier drin könnt ihr dann tatsächlich auch, eure QR-Codes generieren. Wir wechseln hier erstmal von Text to Image, das könnt ihr natürlich auch benutzen. Hier oben erstmal bitte auf GhostMix umstellen. Dann wechseln wir auf von Text to Image auf Image to Image und nicht mehr von Text to Text, ne? Oder Text to Image, weil wir natürlich ein Bild eingeben wollen. Wir wollen erstmal einen QR-Code als Bild eingeben und den dann sozusagen verändern. Okay. So, jetzt gibt es hier verschiedene gut funktionierende QR-Code-Prompts, die halt speziell für diese QR-Code-Sache funktionieren. Zunächst einmal brauchen wir natürlich einen QR-Code. Ich gehe mal kurz hier zurück auf den 34qr.com. Der funktioniert eigentlich meines Erachtens nach ganz gut. Und übrigens, je kürzer eure URL ist, desto besser funktioniert das Ganze. Also überlegt euch, ob ihr vielleicht einen URL-Shortener oder sowas verwenden wollt. Weil, naja, je länger die URL ist, desto mehr Informationen müssen innerhalb der URL stehen und desto schwieriger wird das Ganze halt, damit man es auch am Ende noch richtig benutzen kann. Also, es ist einfach, ne? Es ist schwierig, wenn man mehr Informationen speichern muss, weil ein bisschen Information geht einfach verloren. So, wir nehmen diesen Link, gehen und zu unserem Free QR-Code Generator, gehen auf URL, gehen hier auf den, geben hier den QR-Code ein und sagen dann, ja, wie groß wollen wir ihn machen? Eigentlich können wir ihn so lassen. 350 auf 350 sollte eigentlich passen. UTF-8 ist auch gut. Was wir allerdings brauchen hier ist eine hohe Fehlertoleranz. Wir stellen auf das Maximale, was wir kriegen. Und deswegen benutze ich diesen QR-Code-Generator und nicht den ihr sonst bei mir seht. Weil hier kann ich die Fault Tolerance, also die Fehlerkorrektur, verbessern. Das heißt, es ist leichter zu scannen. Das Bild wird dadurch ein bisschen größer. Aber es kommen natürlich auch ein paar Fehler mit rein, wenn wir dieses Bild erstellen. Das ist nicht fehlerfrei. Und 30% kann ich jetzt hier einfach auskorrigieren. So, wir lassen hier alles auf weiß und alles auf schwarz. Also schwarz ist dann das, was geschrieben ist, also die Punkte, und weiß ist der Hintergrund, damit wir das ein bisschen einfacher machen können. So, dann bauen wir uns das ganze Ding und das ist unser QR-Code. Der sollte jetzt auch soweit funktionieren und wir speichern uns den. Wir könnten hier auf Download und anschließend PNG gehen. So, ich speichere das einfach mal hier in unser Master-Verzeichnis rein. Download QR, perfekt. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf unser Stable Diffusion Web UI. So, jetzt sind wir leider noch nicht ganz fertig. Wir brauchen nämlich noch eine Extension, und zwar sogenannte ControlNets. Ja? Ein ControlNet ist im Endeffekt ein Netz, um alles ein bisschen besser zu machen, um näher an den gewünschten Ergebnissen dran zu sein, um näher und besser dran zu sein. Sprich, ich kann da zum Beispiel Sachen extrahieren über eine andere Erweiterung, wie zum Beispiel eine Pose von einem Menschen oder eben auch Informationen aus einem QR-Code. Und die werden über ein ControlNet viel, viel stärker gewichtet, also gerade diese Informationen. Das heißt, wir brauchen natürlich, also wenn wir hier einfach nur ein Bild reinstecken, dann wird das irgendwie vermischt. Das ControlNet sorgt dafür, dass diese Information, die im QR-Code drin ist, einfach fester drin bleibt. So, ist eigentlich nicht so besonders schwer. Wir brauchen nur ein ControlNet und das ist das Ding hier. Das ControlNet ist relativ, das ist eigentlich so der Standard. Ich zeige euch das gerade mal hier, ne? 1300 Forks, 10.400 Sterne und ihr seht schon, was ich hier meine. Das ist im Endeffekt eine Analyse von dem, was hier gerade passiert ist. Sprich, Mensch posiert und dann wird einfach die Pose errechnet und das ist dann diese Information, die da drin bleibt. Das macht ein ControlNet. So, was wir brauchen ist also als allererstes mal, wir müssen auf Extensions, dann Install from URL, dann müssen wir diese URL hier, mit H am besten, müssen wir kopieren. So, gehen wir zurück auf Extensions, dann Install from URL, dann das URL Repository und dann gehen wir nochmal ganz kurz drauf
und einfach nur installieren. Cool. Install. Fertig. So, das dauert jetzt ein bisschen. Den Processing-Button kennt ihr vielleicht. Und dann ist das eigentlich auch schon soweit fertig. So, das dauert ein bisschen. Dann gehen wir hier auf Installed, gehen hier auf Check for Updates. Einmal ganz kurz durchlaufen lassen. Und das sieht nicht gut aus gerade bei mir. Ja, ich werde mal eben meinen Rechner komplett neu starten. Irgendwas läuft noch im Hintergrund, was meinen Grafikkartenspeicher nicht aufgeräumt hat, beziehungsweise meinen generellen Speicher nicht aufgeräumt hat. Ja, ich bin gleich wieder da. So sollte das aussehen und ich bin wieder da für euch. Ja, genau, wenn das bei euch jetzt hier nach Check for Updates da ist, dann müsst ihr hier einmal auf Apply and Restart UI gehen. Oder ihr beendet das und startet es einfach nochmal neu. Oder ihr fahrt einfach wie ich euren Rechner runter, weil er irgendein Problem hat, weil es immer wieder zu heiß geworden ist. Das war jetzt übrigens kein Scherz. Ich habe den 2 Stunden lang ruhen lassen müssen, bis es wieder alles funktioniert hat. Okay, also ich sollte definitiv eine Wasserkühlung einbauen, aber wir können jetzt uns hier endlich mal um das eigentliche Bild kümmern. Denn wir sehen jetzt hier unten auch, wir können jetzt hier einiges mitmachen, ne? Mit diesem ganzen Ding. Und vor allem haben wir unten jetzt hier ein ControlNet V11224 zur Verfügung. Wichtig dabei, wir haben bislang, also wenn ihr diese ControlNet-Erweiterung nicht installiert habt, dann erscheint dieses ControlNet logischerweise da unten nicht für euch. Wenn ihr das aber habt, dann habt ihr alles bisher richtig gemacht. So, jetzt können wir also unser Bild generieren. Erstmal, wir wollen nicht Text-to-Image machen, weil wir wollen ja einen bestehenden QR-Code hübscher machen. Ja? Deswegen brauchten wir ja auch vorher den QR-Code hier, den ich jetzt da nicht mehr sehen kann. Und den haben wir uns ja auch schon runtergeladen. Deswegen bauen wir uns hier mal einiges mit einem Prompt. Und jetzt will ich ganz kurz hier auf diese Prompts eingehen. Manche Prompts funktionieren wunderbar, manche Prompts funktionieren nicht so gut. Wir werden gleich rausfinden, ob das bei mir funktioniert. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert vorher. Also 1:1 kann man es ja sowieso nicht vorhersagen, außer man setzt ein Seed, aber das mache ich eigentlich nie. Und demnach kann das funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Wir gucken uns das einfach mal an. Also, zunächst einmal, was sehr gut funktioniert, ist lustigerweise Kubismus. Cubism Painting. Kubismus, wer es nicht kennt, ist eine Kunstform, die halt sehr kubisch ist. Also sehr viele, naja, Kubusse, Kubus? I don't know. Sehr viele rechteckige Formen beinhaltet. So, dementsprechend sagen wir hier Cubism Painting of, I don't know, Cyberpunk Skyline. So. Ja, und dann können wir hier tatsächlich noch vielleicht sowas wie Concept Art oder sowas dazu packen. Ihr könnt hier, wie gesagt, kreativ werden mit den ganzen Prompts, die wir auch schon uns bei Midjourney angeguckt hatten. Nur, dass wir hier eben drauf achten, dass, also in meinem Fall, ich achte eigentlich ganz gerne drauf, dass wir hier Kubismus reinpacken. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt andere Prompts, die auch wunderbar funktionieren. Also ich habe auch einige gesehen, die was völlig anderes gemacht haben, irgendwelche Roboter oder sowas, und es hat trotzdem wunderbar funktioniert. So. Wir wollen, dass hier der QR-Code dann natürlich verwendet wird, aber was wir vor allem hier bei den negativen Prompts haben, oder nicht haben wollen, das sind die Sachen, die absichtlich rausgelassen werden, ist sowas wie NSFW, weil ich will nicht, dass das Video geblockt wird. Wir wollen sowas wie Blurry nicht haben, wir wollen sowas wie Low Quality nicht haben. So, das soll bitte alles rausbleiben. Und, jetzt bin ich ja doch wieder hier bei dem Text-to-Image. Was soll das? Ich bin doof. Look at me. So, wir machen das natürlich bei Image-to-Image, das tut mir sehr leid. So, und damit haben wir jetzt eigentlich hier erstmal alles, was wir brauchen. Das beschreibt unser Bild. Ja, das ist einfach nur eine Bildbeschreibung für das, was mit unserem Bild gemacht werden soll, weil wir wollen das ja verändern. Deswegen laden wir jetzt hier unseren QR-Code hoch. Ich habe den ja praktischerweise schon hier in unserem Masterverzeichnis gespeichert. Das ist jetzt einfach wirklich der QR-Code, der wurde generiert. Und ja, dann wollen wir hier unten die Einstellungen vornehmen. So, und das sind jetzt sehr viele Einstellungen, die habt ihr alle bei Midjourney nicht. Was Stable Diffusion an vielen Stellen mächtiger macht als Midjourney, zumindest wenn man sich nicht nur aufs Prompting konzentriert. Okay, wir bleiben bei Just Resize. Wir wollen nicht croppen, weil beim Croppen bedeutet, wir beschneiden die Ecken und wir wollen nichts beschneiden. Es könnte ja sein, dass wir hier was Schwarzes wegbekommen. Wir wollen vielleicht die Sampling Steps auch ein bisschen höher stellen. Ich glaube 50 hatte ich das letzte Mal, das lief ganz gut. Und die Sampling Methode habe ich hier auf DPM++ 2M SDE Karas. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Die Einstellungen stammen aber von Reddit. Die habe ich da einfach mal eiskalt geklaut, beziehungsweise die hat mir jemand geschickt und ich habe sie mir dann hier gespeichert. So, hier wollen wir, die Breite können wir eigentlich so lassen, ehrlich gesagt. Wobei, ich stelle sie mal hoch auf das bisschen höhere.
768 auf 768. Und wir wollen nur ein Bild machen. Nee, wollen wir nur ein Bild machen? Ich glaube, wir machen mehrere Bilder. Ich glaube, wir machen mal 8 Bilder. Aber wir machen nur einmal alle 8 Bilder. So, dann CFG-Scale bleibt gleich, Denoising Strength bleibt genau gleich und den Seed könnt ihr hier setzen, wie gesagt, wenn ihr wollt. -1 bedeutet, er wird zufällig gewählt und ihr habt danach nicht mehr unbedingt die Möglichkeit, exakt dasselbe Bild nochmal zu erstellen. Ich lasse den hier aber eigentlich ganz gerne auf zufällig stehen. Okay, dann wollen wir hier aber mit dem Control-Net weitermachen, damit, wie gesagt, auch das Control-Net überhaupt zum Einsatz kommt. Ansonsten passiert hiermit einfach gar nichts. Und hier sagen wir dann einfach, ja gut, wir laden natürlich nochmal den QR-Code hoch, weil der ist im Endeffekt unser naja, Grundsatz. Das wollen wir beibehalten. Das sind die Informationen, die am besten bitte drin bleiben sollen. Hier steht immer noch Start Drawing und ich kann jetzt hier drauf rumzeichnen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach wirklich nur den QR-Code. Das sind die Bereiche im Endeffekt, die ich hier festlegen könnte, basierend auf meinem Bild. Muss ich aber nicht. So, wir wollen es natürlich enablen, wer hätte es gedacht, ja. Und wir wollen das Ganze auf Tiles setzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier gerade so Tiefen sind wahnsinnig spannend. Da kann ich euch auch noch tausende Sachen dafür zeigen. Und ja, da können wir auch noch sehr viel mitmachen, gerade so Character Generation für immer gleiche Characters finde ich in Stable Diffusion leichter als in Midjourney, weil man halt sowas festlegen kann einfach. Genau, aber wir wollen hier auf Tile bleiben. Tile Resample bleibt auch dasselbe. Tile Color Fix, wie gesagt, wir haben hier keine Color und None macht auch keinen Sinn. Und das Model, oh, da haben wir keine. Oh, das müssen wir noch runterladen. So, für das Control Net. Wir haben in Extensions und anschließend in SD Web UI Control Net und anschließend hier in Models einen Raum, wo wir die ganzen Models runterladen können. Die sind noch nicht da, die müssen wir erst noch kurz runterladen. Hier sind nämlich nur die YAML-Quelldateien drin. Das ist ein bisschen doof, das heißt, es dauert jetzt alles noch ein bisschen, weil die einfach zu groß sind. So, und da, das sind wirklich, wirklich viele. Wir brauchen selbstverständlich Tile dafür. Ich werde jetzt mal nur Tile runterladen, weil ich das Video noch irgendwann fertig kriegen möchte. Und dann werde ich irgendwann später die anderen runterladen. Wir brauchen an sich nur Tile, weil, also SD15 Tile ist, glaube ich, das aktuellste, richtig? Tile. SD15 Tile, genau, das hier. So, wir nehmen das hier, kopieren uns den ganzen Pfad, packen das hier rein und sind eigentlich im richtigen Ordner und speichern uns das zwischen. So, das dauert jetzt nochmal 10 Minuten und währenddessen gehe ich mir einen Kaffee holen. Bis gleich. So, damit ist es runtergeladen und wir wechseln wieder zurück auf Stable Diffusion. Und hier unten bei den Models, wenn ich hier einmal auf Refresh drücken sollte, jetzt hier ein Control Version 11 F1E. Naja, ist nicht so wichtig tatsächlich. Wichtig ist hier vorne, dass Control steht, dann irgendwas, ja, ist völlig egal was, und dann am Ende eben Tile. Weil wir eben mit Tiles arbeiten und diese Tiles sollen kontrolliert werden. Die anderen Modelle hier bei ControlNet, das ist wichtig für euch, weil ihr damit rumexperimentieren wollt, ist eben zum Beispiel OpenPose. Ist super für Posen, offensichtlich, und so weiter und so fort, ja. Also die sind alle eben für andere Sachen zum Kontrollieren da und man muss dann halt eben das Richtige benutzen. In unserem Fall ist Tile das Perfekte, weil wir natürlich genau diese Tiles kontrollieren wollen. Je nachdem eben, was ihr hier oben auch tatsächlich auswählt, solltet ihr hier auch als Model ausgewählt haben. So als Referenz ganz grob. Okay, Control Weight. Hier haben sich Zahlen ganz gut erwiesen, so 0,85 fand ich ganz gut, glaube ich. Und Starting Control Step war bei mir das letzte Mal bei 0,23, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Ende war bei 0,9. Da müsst ihr mit rumspielen. Das ist je nachdem, was wir für einen Prompt haben, funktionieren da andere Steps besser oder schlechter. Also je nachdem, wie stark ihr das einstellt, desto stärker wird halt die Struktur beibehalten. Das müssen wir nachher mal einfach ausprobieren. So, die Downsampling Rate bleibt gleich, Control Mode Balanced ist okay. Oder, wobei, also wir machen es erstmal Balanced, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir Control Net is more important. Ansonsten können wir auch My Prompt is more important mal ausprobieren. Und wenn wir tatsächlich auf die Tiles achten, können wir hier unten theoretisch sogar Crop and Resize machen. Nicht nur Just Resize. Und dementsprechend können wir jetzt eigentlich hier mal auf Generieren klicken. Und jetzt bin ich selber sehr gespannt. Wir gucken mal, ob das funktioniert. So, meine Freunde, und damit haben wir tatsächlich einen QR-Code bekommen, der funktioniert. Also der hier hat mit meiner Kamera funktioniert. Der hier, weiß ich nicht genau, den habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert.
Gib mir eine Sekunde. Der funktioniert bei mir nicht. Der hier funktioniert bei mir ebenfalls nicht. Und die hier haben. Ah, doch, der funktioniert, glaube ich, auch. Moment. Ne, hat nicht funktioniert. So, wir nehmen aber den hier. Und der hat tatsächlich bei mir den richtigen Link ausgegeben. Und ich finde den so viel besser und schöner als den hier. Ich finde das wirklich geil. Also ich muss schon sagen, ich finde die wirklich sehr beeindruckend. Klar, man muss ein bisschen Fantasie mitbringen, was das genau ist. Man kann aber hier auch wirklich mit seinen Prompts rausspielen oder rumspielen und gucken, wie gut das funktioniert. So, also was ich jetzt mit euch mache, ist, ich werde euch das hier natürlich als Video teilen und ihr könnt selber mal versuchen, mit den QR-Codes ein bisschen rum zu experimentieren. Wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, wie gesagt, bei mir haben von diesen 8 Stück, sind es wirklich 8? Es sind 8 Stück. Hat nur 1 funktioniert von den QR-Codes, ja. Probiert hier unten mit den Settings ein bisschen rum, also macht vielleicht die Control-Matrix ein bisschen wichtiger, Control-Weight ein bisschen höher. Hier vielleicht auch das Control-Net more important und sowas. Das kann helfen, um den QR-Code ein bisschen einfacher zu machen, dass er besser funktioniert. Probiert auf jeden Fall aus, ob es funktioniert und generiert nicht nur ein Bild und seid dann enttäuscht, weil es nicht funktioniert hat, sondern probiert es wirklich mit 8 Stück oder sowas. Und ja, das hier finde ich super beeindruckend. Ich mag das ganze Ding. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Ausprobieren. Teilt mit mir eure QR-Codes und bitte erstellt keine Phishing-Links damit. Das wäre unangenehm. Ja, gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.